Über Microsoft redet aktuell keiner mehr. Dabei wird der Tech-Riese jetzt wieder spannend. Ist nur der Zeitpunkt gekommen, bei der Microsoft-Aktie zuzugreifen? Langfristig investieren, entspannt Vermögen aufbauen. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir schauen uns heute die aktuelle Situation bei Microsoft an. Und es dürfte wahrscheinlich dem einen oder anderen von euch nicht entgangen sein, dass Microsoft seit Monaten seitwärts läuft und wirklich weder nach unten noch nach oben wirklich viel Bewegung liefert. Kurz zum Geschäftsmodell selber. Klar, absoluter Führer im Bereich Software bzw. der Technologiebranche. Wir haben mit Azure natürlich im Cloud Computing Bereich ein unglaublich wichtiges Geschäftssegment, aber eben auch mit dem Betriebssystem Windows, Office 365, auch der Xbox natürlich, LinkedIn, GitHub, auch das gehört hier zu Microsoft und ja, sie sind auch der zweitgrößte Cloud-Anbieter nach AWS und das treibt natürlich zusätzlich das Unternehmenswachstum an. Sei noch gesagt, sie haben hier auch eine wirklich ja, einen großen Fokus auf ihre KI-Strategie gelegt in den letzten Monaten, vor allem eben durch die Partnerschaft hier mit ChatGPT bzw. OpenAI. Und da integrieren sie ja auch immer zusehends hier diese KI in Office und Windows. Also wir sehen jetzt hier mal den Kurs im letzten Jahr von Microsoft und wir sehen ja wirklich, seit letztem Jahr hat sich der Kurs nirgendwo hinbewegt. Wir sind sogar unter dem Niveau von vor einem Jahr und wenn wir uns auf 5 Jahressicht anschauen, sehen wir, dass wir hier seit Anfang 2024 seitwärts laufen. Ja, in dieser Zeit hat Microsoft natürlich nicht geschlafen, sondern man hat weiterhin extrem viel Cashflow generiert, man hat weiterhin in die Zukunft investiert und ja, in dieser Seitwärtsphase wurde jetzt auch wieder einiges an Bewertung abgebaut. Werfen wir einen Blick in den Qualitätscheck, um zu bewerten, ob vielleicht jetzt sogar Microsoft aktuell ein Kauf wäre. Also fundamental absolute Top-Aktie, brauche ich glaube ich keinem erzählen. Also Payout-Ratio ist sehr niedrig. Die Prognosen gehen davon aus, dass die Cashflows und die Gewinne extrem anwachsen werden, weiterhin in den nächsten Jahren. Umsätze, da sieht es genauso aus. Auch hier alles grün. Nettomarge ist sehr hoch mit über 35%, also sehr attraktiv auch. Hochprofitables Geschäftsmodell. Wenn wir uns die Schuldenquote anschauen, dann sehen wir, dass die vor allem ab 2017 hier sehr schön reduziert worden ist und wir haben im Moment eine Schuldenquote gesamt von 43%. An sich ist die ja, Bilanz sieht relativ gut aus, auch wenn hier noch einiges an Goodwill mit drin liegt. Keine eigenen ja, Aktien liegen hier in der Bilanz drinnen, obwohl man hier relativ ja, langfristig häufig ja, eigene Aktien auch zurückkauft, auch wenn das jetzt hier in den letzten Jahren doch etwas langsamer geworden ist, aber die Tendenz ist auf jeden Fall nach unten, ist auf jeden Fall ja, ein gutes Zeichen. Die Bewertung in den letzten 5 Jahren, die ist jetzt auch attraktiv geworden oder befindet sich jetzt wieder schön langsam auf einem interessanten Niveau. Wir haben jetzt im Moment ein KGV bilanziert von 32 und das liegt hier so circa 7% über dem Schnitt der letzten 5 Jahre. Also wir sind hier wieder deutlich zurückgekommen, was die Bewertung angeht. Die war hier auch schon mal ja, etwas überhitzt mit KGV über 38. Also hier scheint es so, als würden wir uns wieder an die historischen Schnitte annähern. Von dem her lohnt sich, denke ich, auch jetzt wieder ein bisschen ja, der genauere Blick. Gucken wir uns hier den fairen Wert an, auf Basis der letzten 3 Jahre natürlich, denn Microsoft ist ein extrem stark wachsendes Unternehmen. Und da können wir jetzt eben auch sehen, dass hier Microsoft auf eine interessante Zone, auf ein interessantes Niveau gekommen ist. Und wenn wir jetzt hier den Kauf simulieren und hier die ja, Prognosen der Analysten uns anschauen und nehmen mal hier das mittlere Kursziel, dann hätten wir aufs Jahr gerechnet eine Rendite von 9,8%. Also es ist jetzt nicht eine ja, unglaublich hohe Rendite, aber denke schon, dass das auch ja, attraktiv ist, gerade für so ein Unternehmen, wie es Microsoft hier ist. Also wir können sehen, der Kurs hat sich sehr, sehr lange seitwärts bewegt. Wir sind hier aus dieser Überbewertung von plus 30% jetzt wieder so ein bisschen auch reingewachsen. Also mit den steigenden Gewinnen, steigenden Cashflows sind wir also in die Bewertung reingewachsen sozusagen. Und von dem her wird es jetzt hier wieder schön langsam interessant. Ich merke es ja auch, also gefühlt redet da jetzt echt keiner drüber, über die Aktie, über die aktuelle Situation. Und das ist eigentlich immer so ein Moment, wo man sich dann genau die Aktie anschauen sollte. Denn es ist nicht immer so, dass die Masse hier immer recht haben muss.
Gucken wir uns die einzelnen Segmente an, die werden hier unterteilt in eben Cloud, Productivity and Business Processes und dann noch Personal Computing, also auch breit diversifiziert. Auch regional ist natürlich hier USA der absolut wichtigste Markt, aber man ist auch breit vertreten in anderen Ländern. Brauche ich auch, glaube ich, keinem erzählen. Auch natürlich in Deutschland ist Microsoft absolut eingesessen. Bevor wir jetzt weiterschauen, wenn du noch nicht Abonnent bist auf diesem Kanal, auf Börsenparkett, dann lass doch jetzt gerne mal ein Abo da für diesen Channel. Ich mache immer wieder sehr interessante Analysen zu Einzelaktien, zum Beispiel zu Novo Nordisk oder Realty Income. Also gerne mal unten kostenloses Abo dalassen und Daumen nach oben natürlich nicht vergessen. Ja, wenn wir uns vor allem hier mal die Performance von Microsoft im Vergleich mit dem S&P 500 im letzten Jahr anschauen, können wir sehen, dass der S&P 500 performance-technisch im Moment deutlich über Microsoft liegt. Und das ist eigentlich ein relativ seltenes Bild. Also wenn wir uns hier mal die Entwicklung der letzten 5 Jahre anschauen, dann sehen wir, dass Microsoft es geschafft hat, den S&P 500 deutlich outzuperformen, aber jetzt im letzten Jahr eben nicht mehr, denn der S&P ist weiter gestiegen, aber Microsoft konnte ja hier nicht mehr weiter zulegen im Kurs, sondern ist eben seitwärts tendiert und hat eben natürlich auch jetzt in dieser Zeit die Bewertung reduziert, was natürlich auch ja, ganz schön zu sehen ist. Also ist ja auch ein gutes Zeichen, dass hier mal ein bisschen Luft auch abgelassen wird und es ist jetzt eigentlich hier eine Korrektur über Zeit und nicht in erster Linie über die Tiefe. Also das ist auch für mich jetzt eben eine interessante Situation und die Dividende, die gucken wir uns jetzt hier noch an. Dividenden-Yield bei Microsoft ist natürlich nicht so extrem hoch. Es ist aber ein sehr starkes Dividendenwachstumsunternehmen. Wir haben im Moment eine Dividendenrendite von 0,8% und die ist jetzt hier im Vergleich der letzten 5 Jahre tatsächlich relativ hoch. Wir hatten nur hier mal so 2023, beziehungsweise logischerweise in dieser Korrektur 2022 eine deutlich höhere Dividendenrendite. Aber im Vergleich des letzten vergangenen Jahres ist es jetzt eben historisch oder ja, in diesem Zeitraum eben deutlich erhöht, die Rendite. Also wäre jetzt auch mal ein spannender Moment, sich das anzuschauen. Außerdem gab es jetzt tatsächlich News noch am Wochenende zu Microsoft. Hier gab es einen Ausfall bei Outlook, bei E-Mails und ein paar anderen Apps. Das wurde jetzt hier verkündigt, aber es ist auch schon wieder gelöst. Also ob das jetzt hier nochmal kurzfristig vielleicht ein paar Auswirkungen auf den Aktienkurs haben wird, glaube ich eher nicht, aber das werden wir dann am Montag sehen. Also ja, waren eher eine kürzere Zeit, wo mal hier diese Outlook-E-Mail und so weiter hier nicht erreichbar waren und es da anscheinend Probleme gab. Es war jetzt eben Samstagabend, aber ja, werden wir sehen, ob das nochmal irgendwie Auswirkungen hat. Scheint es aber nicht ein wirklich großes Thema hier zu sein. Bevor wir jetzt noch auf den Chart kommen, falls du noch auf der Suche bist nach einem wirklich guten Aktienbroker, dann kann ich dir Finanzen.net Zero empfehlen. Da bekommst du jetzt aktuell ja, monatlich 5% extra Cashback auf den MSCI World Sparplan. Gerne mal unten in der Beschreibung oder im ersten angepinnten Kommentar den Link auschecken. Ist auch für mich indirekt eine Unterstützung. So, der langfristige Chart von Microsoft sieht ja aktuell so aus und wir sehen schon hier oben ist diese Seitwärtsphase, über die wir jetzt gesprochen haben. Historisch gesehen ist jetzt in den letzten 10 Jahren so eine lange Seitwärtsphase relativ untypisch gewesen. Es gab schon immer mal wieder so kleinere Korrekturen, aber über diesen langen oder über diesen Zeitraum ist es schon eher selten. Mittelfristig, wenn wir uns die Korrektur etwas genauer anschauen, sehen wir eben auch, wo die wichtigsten Zonen liegen. Also wir laufen seit Januar 2024 seitwärts. Das heißt, eigentlich seit einem Jahr und 2 Monaten, ja, gibt es eigentlich keine wesentliche Bewegung mehr nach oben oder nach unten. Wenn ich jetzt hier mal meine Zeichnungen einblende, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das sind die wichtigen Impulse in grün, Impuls, Korrektur, Impuls und jetzt ist das hier eben die Korrektur, die hier oben passiert. Eben jetzt hier in erster Linie eine Korrektur über Zeit. Hier gab es mal eine mittelfristige Korrektur am Allzeithoch. Da war die Korrekturtiefe 15% und auch jetzt hätten wir ungefähr diese Korrekturtiefe erreicht mit 15%. Der Unterschied ist natürlich, dass wir hier deutlich länger in der Zeit korrigieren als hier unten. Hier unten waren es nur ein paar Monate, also von Mai 23 bis Oktober 23. Und da sind wir natürlich von der Länge her schon über dem doppelten Maße jetzt unterwegs. Die absolut langfristig wichtigen Zonen, die liegen
ganz klar hier am letzten Allzeithoch von 2021 und eben diesem Zwischenhoch 23, also so um die 350 bis 325 US-Dollar. Da haben wir auch eine wirklich gute Volumenzone und eben auch diese Zone 2, also wichtige Unterstützungen. Sollten wir hier nochmal langfristig draufkommen, wäre es eine wirklich gute historische Kaufchance oder eben nochmal ein Stück drunter bei hier so 300 US-Dollar. Also das wären wirklich Zonen, die absolut attraktiv wären und wenn wir darunter kommen, das wäre wirklich extrem spannend. Ja, die zweite wichtige Zone, die hier noch liegt, ist eine etwas kleinere, hier oben um 370, also auch hier mal noch einen kleinen Volumenspike und hier dieses Fibonacci Retracement, das 38,2er. Also auch hier könnte ich mir vorstellen, dass wenn wir jetzt die Zone hier oben, die grüne, verlieren, dass wir uns da stabilisieren. Also an sich glaube ich, dass das Downside Potential eigentlich relativ begrenzt ist bei Microsoft. Von dem her gucken wir uns aber jetzt noch kurzfristig die Price Action an. Also wir sind jetzt das letzte Mal immer in diesem grünen Bereich gedreht und das ist immer so 385 US-Dollar bis 400 US-Dollar gewesen. Auf diesem Niveau sind wir jetzt zum dritten Mal, laufen diese Zone also jetzt zum dritten Mal an und muss sich halt jetzt eben entscheiden, brechen wir hier nach unten aus oder laufen wir weiter seitwärts. Also wir sehen schon hier diese Bewegung, die ist natürlich sehr corrective gewesen. Diese ganze Seitwärtsphase wurde nach unten aufgelöst und jetzt hier schon mal der erste Stabilisierungsversuch hier am letzten Donnerstag, am letzten Tag, am letzten Handelstag in der letzten Woche. Ja, und wenn wir jetzt hier nachhaltig unterbrechen, also unter die 380 US-Dollar ungefähr, dann wird es natürlich ja, brenzlig, dann wird Microsoft in eine tiefere Korrektur abrutschen, dann wäre die erste Zone jetzt eben hier dieses 365 oder dann tiefer 335. Also man könnte jetzt natürlich spekulieren, dass wieder die Oberseite der Range angelaufen wird. Ich könnte mir aber tatsächlich auch vorstellen, dass wir jetzt mal eine tiefere Korrektur nochmal machen. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Also da würde sich dann nochmal wirklich langfristig ja, gute Möglichkeit einfach ergeben. Und das wollen wir ja. Also wir wollen ja, dass die Aktien kurzfristig zumindest mal auch günstig werden, eine Korrektur einleiten und dann eben zu dem nächsten wirklich guten grünen Impuls ansetzen, wie wir es hier haben. Also das ist ja schon auch mein Ziel oder unser Ziel, dass wir hier in wirklich guten Korrekturen und guten Chancen kaufen. Und ich glaube auch, dass diese Seitwärtsphase jetzt schon attraktiv ist. Wir brauchen halt jetzt kurzfristig auch mal hier vielleicht ein Kaufsignal. Also im Moment sehen wir da noch nichts. Wenn wir da ganz kurzfristig reinschauen auf den 4-Stunden-Chart, haben wir halt hier einen absoluten Abwärtstrend auf kurzfristige Ebene, der hier eingeleitet ist. Und hier könnten wir eigentlich absolut gesehen frühestens reingreifen über 420 US-Dollar und das ist natürlich dann auch schon relativ hoch. Also warten wir es mal ab. Vielleicht stabilisieren wir uns jetzt hier in der grünen Zone. Dann könnte man hier eine Position eröffnen. Man muss sich aber dann auch klar sein, für Microsoft ist das jetzt keine absolute historische Korrekturtiefe. Aber ich denke, wenn der Gesamtmarkt nicht mitzieht, nicht langfristig jetzt auch in die Korrektur abrutscht, dann wird wahrscheinlich das jetzt das Ende bald gewesen sein, auch bei der Korrektur von Microsoft. Sollten wir natürlich am Gesamtmarkt in eine langfristige Korrektur abrutschen, dann wird auch Microsoft davon nicht verschont bleiben und dann halte ich es schon für wahrscheinlich oder für möglich, dass wir hier nochmal ein Stückchen tiefer kommen. Aber das Unternehmen ist in meinen Augen absolut top. Und ja, also nicht zu jedem Preis, ich kaufe eine Aktie nicht zu jedem Preis, aber ich denke jetzt, man ist hier ein Stück weit auch wieder in die Bewertung reingewachsen und wir laufen jetzt hier auch schon eine gute Zeit seitwärts und gerade auch mit der Tiefe passt vieles für mich zusammen und sollte da ein Kaufsignal ausgelöst werden, würde ich mir vielleicht noch ein, zwei auch ins Depot mit reinlegen. Auch die Disclaimer hier an der Stelle, also ich bin in Microsoft investiert und von dem her natürlich auch keine Anlageberatung. Ihr handelt immer auf eigenes Risiko und ja, wenn ihr meine Gedanken oder Ideen umsetzt, kann ich nicht für etwaige Verluste oder ähnliches haften, die durch die Umsetzung meiner Gedanken hier entstehen. Gucken wir uns nochmal kurz den Gesamtmarkt an. Also wir stehen fast auf Allzeithoch. Wir sind natürlich auch weit gelaufen hier seit 2022, ganz klar. Also es wäre auch mal gesund, wenn der Gesamtmarkt korrigiert. Mittelfristig oder beziehungsweise schon fast auf Tagesbasis, kurzfristige Ebene sehen wir auch. Also der Markt, der hat nicht mehr so richtig Bock. Der läuft hier schon wirklich lang seitwärts, also seit November, Oktober 2024. Jetzt hier diese Seitwärtsphase. Wir müssen hier unbedingt wieder über dieses Hoch kommen, über 6.150. Dann ist die Wahrscheinlichkeit wieder ja, relativ niedrig, dass wir in eine größere, längere Korrektur gehen beim Gesamtmarkt. Wenn wir aber hier
unter die 5.771 laufen, dann wird eine mittelfristige bis langfristige Korrektur sehr, sehr wahrscheinlich. Es sah tatsächlich auch letzte Woche bis Donnerstag schon wirklich eklig aus, als wir hier unten noch standen. Da war die Wahrscheinlichkeit wirklich hoch, dass wir langfristig weiter nach unten rutschen, haben uns aber jetzt glücklicherweise gerettet am Freitag. Und ja, im Moment sieht es noch so aus, als würden wir uns erstmal hier seitwärts weiterlaufen im Kurs. Aber es sei gesagt, also entweder wir brechen hier runter, weiten die Korrektur aus oder wir brechen nach oben aus und setzen die Aufwärtsbewegung fort. Sollte keins der beiden Szenarios eintreten, dann laufen wir hier weiter seitwärts, ganz klar. Und ja, ich bin ehrlich, im Moment sieht es eher etwas bearischer aus. Klar, an sich ist die kurzfristige Struktur schon noch hier intakt, weil wir noch nicht hier drunter gebrochen sind. Aber wir haben deutlichen Momentumverlust hier oben. Es wird deutlich seitwärts gerichtet. Wir sind hier auch sehr schnell nach unten gekommen letzte Handelswoche. Also klar, muss man mal schauen, wie sich der Markt jetzt entwickelt. Es würde auf jeden Fall gut ins Bild passen, wenn wir mal hier so eine Korrektur vielleicht dran packen. Also in diesem Maße vielleicht mal über 1, 2 Monate, dass wir vielleicht wieder hier unten bei 5.600 stehen oder irgendwie sowas in dem Rahmen. Ultra langfristig wäre natürlich so eine Zone wie 4.800 echt lecker, aber boah, halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass wir so weit laufen. Das wäre schon sehr ungewöhnlich, weil das wäre dann wieder so eine Korrekturtiefe, wie wir es hier 2022 gesehen haben. Und das ist ja schon eigentlich ein eher seltenes Bild. Genau. Aber das war's so zu der Microsoft-Aktie und zu dem Gesamtmarkt. Würde mich interessieren, was du jetzt von der Aktie hältst. Hast du die noch auf der Watchliste? Hast du die schon im Depot? Hast du da gerade irgendwie Gedanken zu der Aktie oder ist die dir gerade völlig egal? Also ich habe immer so das Gefühl, dass ich auch versuchen möchte, Aktionäre auch auf Situationen hinzuweisen, die sie jetzt gerade nicht so am Schirm haben. Und deswegen jetzt hier dieses Video zu Microsoft. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Dann lass jetzt unbedingt mal einen Daumen nach oben da und schau dir gerne dieses Video zu Novo Nordisk an oder eben meine Analyse zu Realty Income. Auch hier bei den beiden Aktien wurden Kaufsignale ausgelöst bzw. stehen kurz davor. Gerne jetzt anschauen. Danke für die Aufmerksamkeit und tschüss.